Moin, ich stelle euch heute mal ein geiles Rezept vor. Das sind nämlich Riegels, Eiweißriegels oder auch Müsli-Riegel. Ganz egal, wie ihr sie nennen möchtet. Wir fangen mal gleich an. Wir haben jetzt hier 20 Gramm Leinsamen. Das hier ist eine Hefeflocke. Kommt auch beim Discounter R zu kaufen. Aber die müsst ihr nicht reinmachen. Ich mache es halt nur jetzt mal rein. Ich mache es jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Ich probiere immer ein bisschen rum. Also das müsst ihr nicht reinmachen, wenn ihr es nicht habt. Das ist das, was ihr für heute Abend braucht. Oder halt nur die Leinsamen. So, jetzt gehen wir mal hin und machen da so ein bisschen was ins Glas. Und wir geben unsere Leinsamen und eine Hefeflocke hier rein. Die müssen wir mit reinmachen. Das ist für die Bindung. Die müssen auch eingeweicht werden. Also die Leinsamen, das reicht 3 bis 4 Stunden. Ich lasse aber die ganze Nacht stehen. Wenn ihr Flohsamen benutzt, dann müsst ihr 4-mal so viel Wasser benutzen, weil die so viel Wasser fressen. Und eine Nacht einweichen. So, wie ihr seht, das ist ja jetzt ziemlich flüssig. Könnt ihr mal gucken, das sind grobe Haferflocken. Das mache ich jetzt nach Gusto. So. Das verrühre ich jetzt ein bisschen. Ja, kann man noch vielleicht ein bisschen was dabei machen. Eher nass soll es sein. Also so soll es sein. Es ist jetzt eher noch wässrig. Da gehe ich jetzt hin, mache gerade einen Deckel drauf. So, und stelle mir das bis morgen früh hin. Da kann das schön durchziehen. Und was braucht ihr morgen früh? Ich habe ja hier meine Haferflocke. Das sind übrigens grobe Haferflocken. Das ist der Grund, wenn du Diabetes hast und die Haferflocken sind grob, brauchen die einfach viel, viel länger, bis das deinen Körper aufspalten kann. Somit steigt auch dein Zuckerspiegel ganz langsam nach oben. Also auch sehr gesund und dein Zuckerspiegel rast nicht in die Höhe. Das heben wir uns auf und das braucht ihr morgen früh wahrscheinlich nochmal. Wenn ihr jetzt morgen früh seht, unser eingeweichtes ist schön matschig, dann braucht ihr nicht mehr von den Haferflocken reinzumachen. Wenn es aber noch ein bisschen wässrig ist, geht einfach hin und macht immer so viel Haferflocke dabei, bis es nicht mehr so wässrig ist. Das ist der ganze Trick. Und wenn das dann fertig ist morgen früh, braucht ihr diese Haferflocke. Das sind jetzt genau 100 Gramm. Und dann braucht ihr einen Körnermix, da kriegt ihr auch im Discounter A, da ist alles mögliche drin, seht ihr? Sehr, sehr gesund, da sind Mandeln drin, da sind Kürbiskörner drin, da sind Sonnenblumenkörner drin und. Diesmal habe ich noch 60 Gramm Sultanine benutzt. Ja, das sind diese da, Sultanine, 60 Gramm. Das gibt dann noch eine Süße. Wenn ihr Diabetiker seid, lasst es einfach raus, weil die sind ziemlich süß. So, und dann zusätzlich geben wir morgen noch eine Banane hinzu. Also das ist dann alles, was ihr braucht für morgen. Zusätzlich Stevia. Das schmecke ich dann ab. Da gebe ich dann 3-4 Tropfen immer rein, schmecke das dann ab. Zusätzlich gebt ihr eine Prise Salz hier über eure Körner. Und das ist alles. Also so mache ich das. Ich habe hier noch ein Protein, ein 85er von Perk. Ist sehr gute Firma. Und es schmeckt wunderbar, das Eiweiß, und die sind auch nicht so teuer. Und da gebe ich jetzt noch schöner großer Löffel dazu. Ich nehme jetzt 2 Löffel. So. Das ist auch Banane. Seht ihr? Banane steht drauf. Wir kommen dann morgen früh zum Backen schon. Das wird nur noch vermischt. Wird auf dem Backpapier gebackt in der Heißluftfritteuse für genau 24 Minuten, 2x12 Minuten auf einer Seite und 12 Minuten auf der anderen Seite. Wenn ihr dann euren Brei, wo ihr nebenhin gestellt habt, seht ihr, der ist jetzt schon fast fest. Also ich würde sagen, bis morgen früh hat er eine gute Konsistenz. Und ich glaube, morgen früh braucht er nichts mehr dabei machen. Also bei mir jetzt. Und Leute, ich sag's euch, das gibt hammermäßig. Ich habe das früher auch immer wieder gemacht. Das war ein Geheimrezept von mir. Das ist erstens mal sehr gut für die Gesundheit. Die Haferflocken sind sehr gut für die Magen und so weiter. Dein Zuckerspiegel steigt nicht so schnell an. Und vor allen Dingen, du hast geile Riegels, so gut wie nichts kosten. Mein Problem war jetzt in letzter Zeit immer, wenn ich mich abends hinlege zum Fernsehen gucke, dass ich da eine Stunde liege und habe dann schon wieder Hunger. Muss dann immer aufstehen, irgendwie am Kühlschrank gehen und mir da irgendwas raushole. Und das will ich allerdings vermeiden, dass ich dann irgendwie anfange, Chips zu essen oder sonst was. Da gehe ich einfach hin und hole mir schöne Riegel raus. Und der hält, verspreche ich euch, 3 bis 4 Stunden satt.
Natürlich könnt ihr frei wählen, was ihr reinmacht. Ihr könnt da das weglassen und könnt Äpfel reinmachen. Wie gesagt, da könnt ihr das machen, wie euch das gefällt und was euch das Beste schmeckt. Und ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr hier entweder Leinsame oder Flohsame am Abend vorher schön einrührt mit Wasser und das schön ziehen lässt. Und das ist auch eure Bindung. Natürlich könntet ihr ein Ei nehmen, aber das lasse ich ganz bewusst raus. Aus dem Grund, weil ich keine Eier vom Bauernhof habe. Ich sage jetzt nochmal 3-4 Minuten, vor das anzurühren, Bananen eindrücke, bisschen mit der Gabel zermatsche, bisschen Süßstoff, bisschen abschmecke und ab in die Heißluftfritteuse. Dann seid ihr fertig, das geht ruckzuck. Und ihr werdet es mir danken. Die schmecken richtig gut. So, man braucht eine Schüssel. Machen wir schon mal hier unser Gepanschtes rein. Sieht zwar jetzt nicht schön aus, aber Leute, ich sag's euch, schmeckt Hammer. Hammer lecker. Jetzt tun wir das erstmal mit der Banane noch verdrücken. Ja. Das geht ganz schnell, ideal vom Fitnesstraining. Das gibt richtig Power. Und danach halt ein Eiweiß noch trinken. Nach dem Training. Dann seid ihr perfekt. So. Seht ihr, das geht ganz schnell. Wir haben hier eher leicht die Konsistenz, also nicht so babbig. Jetzt geben wir mal die Haferflocke rein. Da wird sich das aber dann verändern. Das wäre jetzt dann schon zu trocken. Müssen wir jetzt Wasser noch hinzugeben, damit wir die richtige Konsistenz bekommen. Da könnt ihr jetzt natürlich auch Milch und alles andere zugeben. Wir haben jetzt noch hinzugegeben unsere Körner, unser Eiweiß, was da drin war. Das tun wir jetzt nochmal verrühren. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt Milch nehmen, einen Hafertrink oder sonst irgendwas. Soll nicht zu nass sein, danach fällt es auseinander, aber auch nicht zu trocken. Die Konsistenz, das müsst ihr dann jetzt selbst rausfinden. Das kann ich euch ja jetzt so nicht sagen. Aber wie ihr seht, das ist wunderbar. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Wasser nachgemacht. Das ist einwandfrei. Das fällt fast nicht runter von der Gabel. So wäre dann die richtige Konsistenz für eure Riegel. Das tun wir dann zu einem Quadrat formen. Könnt ihr auch jetzt variieren, was für eine Dicke ihr möchtet. Und ihr könnt auch mit die Zutaten verdoppeln. Mir persönlich wäre das jetzt ein bisschen zu dick. Ich lasse es jetzt ein bisschen kleiner. Ihr bekommt die beste Riegels, wo ihr jemals gegessen habt. Und ihr gebt nicht viel Geld aus. Ist super gesund. Und dann heben wir das hier in unsere Heißluftfritteuse rein. Also 160 Grad auf Bake, 12 Minuten, Megazone und Start. Und nach den 12 Minuten drehen wir das einmal rum. Und dann ist es fertig. Dann machen wir hier unsere Riegels draus. Braucht ihr bloß zu teilen. Jetzt sind sie auch schön abgekühlt. Ich mache sie jetzt genau so, wie man sie dann auch zu kaufen kriegt. Muss nicht schön aussehen, aber die sollen halt schmecken. Ne? Das sind jetzt schon wieder ein paar. Da hast du wieder eine Zeit lang. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch mehr machen. Tut ihr einfach die Menge verdoppeln. Ihr seht ja jetzt schon, wie viel das gibt. Ja, schaut sie euch an. Es sind jetzt auch nicht zu trocken. Die Konsistenz ist einwandfrei. Aber das ist das, was ihr ein bisschen beachten müsst. Ne? Ich hatte ja den Süßstoff vergessen. Dürft ihr nicht vergessen. Hab's zwar nachträglich ein bisschen reingemacht. Könnte ein bisschen süßer sein. Ja, ansonsten sage ich mal wieder, schönen Tag. Macht's mal nach. Es rentiert sich. Ciao.